Deutsch lernen durch Hören. Ab in die Natur. Jamal, Leo und Matteo sind Freunde. Sie besuchen zusammen einen Deutschkurs in Kassel. Jamal kommt aus Ägypten, Leo aus Ungarn und Matteo aus Spanien. Unter der Woche lernen sie viel. Am Wochenende wollen sie sich dann ausruhen und etwas unternehmen. Im August planen sie eine Reise in die Eifel. Sie möchten sich ein Auto von einem Freund leihen und 3 Tage auf einem Campingplatz bleiben. Sie sind sehr gespannt und reden oft darüber. Jamal sagt, ich war noch nie in der Eifel. Es wird sicher schön. Die Freunde suchen im Internet nach einem Campingplatz am Laacher See. Sie finden einen schönen Platz. Matteo ruft, dieser Campingplatz sieht gut aus. Die Freunde sind begeistert. Es gibt viele Bäume, viel Schatten und das Wasser ist nicht weit entfernt. Dort wollen sie zelten. Leo stimmt zu. Ja, und abends machen wir ein Lagerfeuer. Wir dürfen nicht vergessen, Marshmallows mitzunehmen. Vor der Reise kaufen sie zusammen Essen und Getränke und packen alles in eine große Tasche. Sie packen auch Decken, Zelte und Taschenlampen ein. Matteo bringt eine Gitarre mit und freut sich darauf, abends am Lagerfeuer Musik zu machen. Am Samstagmorgen holen sie das Auto ab und fahren los. Die Fahrt dauert 2 Stunden. Sie reden viel, hören Musik und haben dabei viel Spaß. Als sie ankommen, sind sie begeistert. Die Eifel ist wunderschön. Am Campingplatz bauen sie die Zelte auf. Danach machen sie einen Spaziergang. Sie genießen die frische Luft und freuen sich auf das Wochenende in der Natur. Am Nachmittag gehen sie zum See. Das Wasser ist kühl, aber sehr klar. Matteo springt zuerst ins Wasser. Dann schwimmen auch Jamal und Leo. Sie genießen hier den ruhigen Nachmittag. Später spielen sie Volleyball auf einer Wiese neben dem See. Ein anderes Team macht mit und sie spielen zusammen. Danach sind alle müde und hungrig. Am Abend sitzen sie am See und essen zusammen. Sie haben Sandwiches, Obst und etwas Saft dabei. Nach dem Abendessen machen sie ein Lagerfeuer. Matteo spielt Gitarre, Jamal singt ein Lied aus Ägypten und Leo erzählt eine lustige Geschichte aus seiner Kindheit. Sie rösten Marshmallows über dem Feuer. Es wird spät, aber niemand will schlafen gehen. Der Himmel ist klar und sie sehen viele Sterne. Am nächsten Tag machen sie eine kleine Wanderung. Der Weg geht durch den Wald und über Hügel. Von oben sehen sie den See und das grüne Tal. Es ist wunderschön. Jamal macht viele Fotos. Am Nachmittag sitzen sie auf dem Steg und halten die Füße ins Wasser. Sie reden über ihre Länder, ihre Familien und ihre Träume. Die Sonne scheint auf das Wasser und alles ist ruhig. Am Sonntag packen sie alles wieder ins Auto. Sie sind ein bisschen müde, aber sehr zufrieden. Leo sagt, das war das beste Wochenende seit langem. Und alle sagen ja. Sie fahren glücklich nach Hause und sagen, wir wollen bald wieder campen gehen.